In dieser Folge lernst du, wie sich deine SEO-getriebenen Content-Strategien durch die Informationen aus dem Google Leak ändern müssen. Viel Spaß! Die kurze Antwort: Optimiere auf Zufriedenheit und Zielerreichung und alles wird gut. Die lange Antwort ist natürlich etwas komplexer, aber wir gehen sie Punkt für Punkt durch. Manche dieser Punkte werden direkte Handlungsempfehlungen sein, wiederum andere sind Funktionsweisen, die du dringend verstehen musst. Am Ende gibt es dann noch einen etwas nebulösen, aber wirklich ultra spannenden Abschlusspunkt. Lass uns loslegen. Wie stuft Google überhaupt Seiten ein? Google stuft ein, wie kommerziell eine Seite ist, um welchen Website-Typ es sich handelt und ob es ein Spezialthema ist. Der erste Part, also wie kommerziell eine Seite ist, hilft Google natürlich zum Beispiel dabei zu determinieren, wie wahrscheinlich es ist, dass ein User auf dieser Seite sein Endziel irgendeiner Transaktion erreichen kann. Dann unterscheidet Google zum Beispiel zwischen Blogs und persönlichen Websites und Shops und was, glaube ich, klar war, auch wie manche Updates gelaufen sind. Google unterscheidet bei Themen. Das heißt, wenn es ein Your Money or Your Life Thema ist, dann werden diese Inhalte, diese URLs eigens und auf jeden Fall anders bewertet. Dann das Thema Snippets bzw. dein Ergebnis in den Suchergebnissen. Da gibt es auch spannende Insights aus dem Leak. Was auf jeden Fall sehr klar hervorgeht, ist, wie essentiell es ist, in einen richtig guten Snippet zu investieren und einen wirklich einzigartigen Klickgrund zu bieten. Es wird, glaube ich, aus mehreren Sachen klar, wie viel Google auch auf Nutzerdaten vertraut, und die Klickrate in den Suchergebnissen scheint doch ein erheblicher Faktor zu sein, und vor allem die Überperformance im Vergleich ist essentiell. Also im Vergleich zur Konkurrenz und im Verhältnis zu deiner Position. Und damit ist das Snippet, weil der entscheidet ja darüber, ob ein User überhaupt auf deine Seite kommt, ein essentieller Teil deiner Inhalte, wenn nicht vielleicht sogar der allerwichtigste. Und was ich ganz, ganz spannend gefunden habe, war, Google bewertet anscheinend, inwiefern auf deiner gesamten Seite Title Tags mit der Nachfrage übereinstimmen. Also das ist nicht nur, für mich wäre es logisch gewesen, nur auf Seitenebene, aber Google scheint es wirklich auf Website-Ebene zu bewerten. Dann, meiner Meinung nach, das größte Thema und das Thema, mit dem, was am meisten Umdenken triggern wird in der ganzen SEO-Community, ist Zufriedenheit. Biete eine legendäre Sucherfahrung. Google misst auf unvorstellbar vielen Ebenen, wie User mit deinen Inhalten interagieren. Und dabei kommt immer wieder dieser Begriff NavBoost, und NavBoost ist ein System, das klickbasierte Maßnahmen einsetzt, um ein Ranking in der Websuche zu steigern, zu verringern oder anderweitig irgendwie zu verstärken. Und das System wurde eben kürzlich wieder aktualisiert und verwendet nun Daten aus den letzten 13 Monaten. Und das ist unglaublich spannend, auch im Kontext von Abstrafungen, da kommen wir später noch dazu, aber wie Google das Ganze betrachtet. Und NavBoost konzentriert sich auf die klassischen Websuchergebnisse, während eben ein System, was auch öfter erwähnt wird, nämlich Glue, sich mit den universellen Suchergebnissen beschäftigt. Und da haben wir schon drüber geredet mit diesen Mini-Algorithms und so weiter, und dass alle Elemente gegeneinander um Aufmerksamkeit spielen und so weiter. Das geht da sehr, sehr klar hervor, meiner Meinung nach. Ein Artikel, den man in diesem Kontext dringend lesen sollte, ist dieser Artikel What Pendu Nayak Taught Me About SEO vom AJ Cohn. Unglaublich kompliziert, das geht wirklich um diese Gerichtsverhandlung und seine Aussage. Wenn dich das interessiert, da sind extrem krasse Insights über SEO drin, die wirklich dein Verständnis komplett transformieren werden. Was dieser Punkt aus den Leaks auch erklärt, ist dieser Markeneffekt, den wir alle sehen, oh, große Marken werden bevorzugt. Nein, ich würde sagen, Google bevorzugt große Marken nicht, User bevorzugen große Marken, und dadurch wirkt es so, als ob Google es irgendwie belohnt, aber Menschen belohnen das.
Und jetzt kommen wir eben zu dem Kontext mit Updates, also sowas wie Panda oder Helpful Content Update. Das ist wirklich nicht mehr als Nutzersignale plus Linksignale. Das heißt, wie erholt man sich? Und da ist jetzt wichtig, das ist meine Theorie, beziehungsweise wie ich mich ab jetzt verhalten werde, ist, okay, sagen wir mal, du bist abgestraft, du musst jetzt viele erfolgreiche Sucherfahrungen über deine Keywords generieren, um Google zu zeigen, dass du User zufriedenstellst. Parallel musst du über Links zeigen, dass nicht nur die User dich direkt positiv bewerten mit dem, wie sie mit deinem Ergebnis interagieren, sondern auch andere auf dich verweisen, weil du positive Erfahrungen bietest, einen Mehrwert bietest. Und darum ist aus meiner Sicht auch zum Beispiel die Erholung aus einem Helpful Content Update oder so einer Core Update Abstrafung extrem krass, weil es ist kein Trick, es gibt keinen Trick. Du hast bewiesen, dass du User nicht zufriedenstellst oder wie ich es vorher formuliert habe, aber das habe ich gestrichen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Du hast bewiesen, dass du Scheiße bietest. Und jetzt musst du dich ändern und dann wieder beweisen, dass du User glücklich machst oder beziehungsweise beweisen, dass du nicht scheiße bist. Und das braucht einerseits massive Veränderung auf deiner Webseite plus neue Impressions und Klicks, mit denen Google testen kann, dass du dich tatsächlich geändert hast. Und ich bin zum Beispiel voll extrem gespannt und da würde ich voll gern Tests machen, ist, okay, ich habe abgestrafte Webseite vom Helpful Content Update oder irgendein Core Update und was passiert, wenn ich mich jetzt nicht, also ich überarbeite alles auf Nutzerfreundlichkeit und dass der Content voll wertvoll ist und so weiter und dann werde ich trotzdem nicht sofort recovern, aber was passiert, wenn ich Traffic aus anderen Quellen auf diese Webseite sende? Weil ein Großteil von diesem Traffic wird auch wieder über Chrome kommen und wird es dann einen Impact haben auf die Recovery von dieser Webseite. Ich bin voll gespannt, oder was passiert, wenn ich auf so einer Webseite, die abgestraft ist, voll viel Google Ads Traffic zu diesen Queries, für die ich ranken will, schicke. Unglaublich spannend. Es gibt ein eigenes Video, wo wir nur über Helpful Content Update reden, aber unglaublich spannend. So, dann habe ich voll schräg gefunden, voll überraschend, Google stuft ein, wie aufwendig deine Inhalte sind. Also es gibt eine eigene Funktion dafür und in dem Kontext kann man nur sagen, KI-Content ist nicht aufwendig, wenn Google das irgendwie bewerten kann. Ist KI-Content sicher tatsächlich ein negativer Faktor, unabhängig davon, ob Google erkennen kann, ob diese Inhalte von KI produziert worden sind. Dann, wie Google Relevanz bewertet, lautet Leak. Ganz spannend ist und ein Learning, was wir jetzt auch intern noch mehr forcieren werden, ist, das Wichtigste kommt ganz am Anfang. Google liest lange Seiten nicht mal zu Ende. Und was ich damit meine ist, sie haben ein Token-Limit, was sie pro Seite konsumieren. Und ich glaube, was wir SEOs überhaupt nicht können und nie richtig verstanden haben, ist Informationspriorisierung. Also ganz oft haben wir gemerkt, zum Beispiel bei Featured Snippets, dass wichtig ist, dass diese Antwort weit oben ist und so weiter, aber wir haben nicht verstanden, warum das wichtig ist. Ich finde es logisch aus User-Sicht, aber auch Google achtet sehr genau darauf und ich glaube, wir müssen, wenn wir lange Inhalte haben, springen wir einfach kurz auf ein Beispiel, unseren Beitrag zu Google SGE und AI Overview, solche Sachen müssen Standard werden, dass bei informativen Inhalten das Wichtigste in Kürze oben ist, bei Landingpages der User hat sofort das Gefühl, eher bin ich richtig und so weiter. Und Informationspriorisierung ist ein Riesenthema im Content Marketing, ohne den es nicht gehen wird. Dann bleib beim Thema unter primären Suchintention. Kommt auch im Leak vor, Google bewertet einfach, wie nah du am Kernthema bleibst und wie weit du vom Kernthema abweichst. Und da zeige ich euch jetzt ein Negativbeispiel von uns. Unser Beitrag zu Was ist SEO rankt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ist dieser holistische Ansatz, den ich meiner Meinung nach jetzt nach dem Leak für totale Scheiße halt. Nein, keine ewig langen holistischen Ratgeber, sondern wenn ich das jetzt neu bauen würde, wäre es wahrscheinlich so, okay, was ist SEO, vielleicht noch, wie funktioniert SEO und vielleicht was bringt SEO, nicht mehr, was bringt SEO, was ist SEO, wie funktioniert SEO und dann auf so grundlegend und dann ist diese Seite fertig, das ist vielleicht der Hub von diesem Hub-and-Spoke-Modell, von diesem Themencluster und dann gibt es Seiten mit
was bringt SEO, SEO-Statistiken, SEO versus SEA, Do-it-yourself-SEO, wie lange dauert SEO und so weiter, SEO lernen, und das sind alles Spokes da drumherum. Anstatt das alles auf einer Seite zu machen, kann ich auf dem Hub diese Subthemen anschneiden, ja, aber wirklich nur ganz kurz, und dann leite ich gleich weiter auf was wirklich Spezifischeres. Scheint Google unglaublich wichtig zu sein, und ja, auf jeden Fall was Content Marketing komplett transformieren wird. Dann, kurze Inhalte werden nach Originalität bewertet. Kurze Inhalte sind also nicht automatisch Content. Wenn sie originell sind, also einzigartige Informationen sein, dann können sie trotzdem Mehrwert bieten. Und was letztendlich nochmal zusammenfassend ist, vielleicht aus diesem Bereich Relevanz, es geht wirklich darum, Themencluster mit grundlegenden Hubs und gezielten Spokes zu bauen. Das heißt, ich zeige das jetzt nochmal, glaube ich, aus einem anderen Winkel, nämlich ClearScope hat da einen tollen Artikel drüber geschrieben, nämlich Ranch Style SEO ist schon vom letzten Jahr, aber sie haben schon relativ früh erkannt, meiner Meinung nach, wie Google das anders sieht. Klassisch wäre, ich mache einen sehr umfangreichen Ratgeber, der was alle Subthemen beinhaltet. Der wird trotzdem gut ranken für das Main Keyword, aber er wird schlecht ranken für diese ganzen Secondary Keywords. Und der Ansatz muss sein, ich bleibe beim Thema. Okay, was ist SEO? Ist abgedeckt in diesem Artikel. Was bringt SEO? Wie viel kostet SEO? Wie lange dauert SEO? Das sind eigene Themen, die eigene Seiten brauchen, um eine perfekte Performance zu liefern. Ist das jetzt prinzipiell was Neues? Nein, ist nicht was Neues, aber ich sehe, dass wir immer noch in diesem holistischen, lange Seiten-Thema drinstecken, und aus User-Sicht ist es schlecht, und offensichtlich ist es damit auch für Google, um bei Google zu ranken, schlecht. Dann ein Aspekt, der was mich total überrascht hat, war Urheberschaft. Authorship ist ein Riesending für Google, hätte ich nicht erwartet, und meine Empfehlung hier, nutze wenige hochqualifizierte Autoren. Ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit, diese generische Redaktion in die Tonne zu treten, weil ja, EEAT und Authorship und bla 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 ist schon länger ein Thema. Ich war der Meinung, dass man das nicht messen kann oder dass das nicht sinnvoll zu messen ist. Google misst es tatsächlich. Google sieht Autoren einfach als Entitäten, und dementsprechend solltest du das auch so zelebrieren. Und das heißt, du brauchst eben wenige hochqualifizierte Autoren, die auf deiner Webseite publizieren zu ihrem Thema in ordentlicher Menge. In einem früheren Video haben wir darüber schon gesprochen, über Topical Authority. Aber diese Autoren sollten eben nicht nur auf deiner Webseite agieren, sondern auch abseits deiner Webseite, dass die in den großen Medien interviewt werden, Fachbeiträge publizieren etc., damit du diese Entität, sagen wir mal, befüllst mit Kontext. So. Dann, das haben wir schon gewusst, aber wie groß die Bedeutung ist, war dann etwas überraschend. Thema Datum. Das Datum ist Google sehr, sehr wichtig. Was auch Google dabei wichtig ist, dass das alles einheitlich ist, weil es gibt ja auf unterschiedlichen Ebenen, kannst du Datum kommunizieren, du kannst in strukturierte Daten das Datum kommunizieren, du kannst einfach auf der Website selber im HTML direkt das Datum kommunizieren, und es ist wichtig, dass das einheitlich ist. Und was jetzt wichtig ist, weil es eine sehr häufige Frage ist und die beantwortet sich aber auch im Leak, das Datum zu ändern ist nicht genug, denn Google misst, ob das Update der Seite, die Aktualisierung dieser Seite signifikant ist, dass es berechtigt ist, dass da jetzt was passiert, was getriggert wird, was hinsichtlich Freshness getriggert wird. Und das sind so die größten Sachen im Kontext Content aus dem Leak, und ich habe das Gefühl, für uns wird sich nicht so viel ändern, aber wenn ich mir ganz viele oder die meisten Oldschool-Agenturen anschaue, die wird es komplett transformieren, wie sehr Google auf Nutzersignale achtet, und die müssen wahrscheinlich komplett umdenken und müssen ihr KI-Content-Ansatz in die Tonne treten und müssen alles anders machen, alle Workflows. Aber falls du diesem Kanal länger folgst
und diese Prozesse auch implementiert hast, dann wirst du relativ wenig ändern müssen. Eben eine von den größten Sachen ist ja einfach dieser Ranch-Style-Ansatz vielleicht. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum nebulösen Abschlusspunkt, den was ich am allercoolsten finde und der größte Gamechanger für mich ist Google verwendet Chrome Clickstream Daten. Das heißt, was du da in Chrome treibst oder was User in Chrome treiben auf deiner Webseite, hat einen Einfluss auf dein Projekt. Und man kann das nicht rauslesen, aber ich nehme jetzt sogar an, jeglicher Web-Traffic könnte Einfluss auf deine Rankings haben oder wie Google deine Webseite sieht. So verrückt. Und das heißt zum Beispiel, okay, ich ranke nicht für ein Keyword und bis ich für diese, also ich muss ja auf einen gewissen Platz ranken, damit ich irgendwann Impressionen kriege, damit Google den Content wirklich testen kann über Klicks und Impressions und so weiter. Ist es dann so, dass ich vielleicht andere Traffic-Quellen nutzen kann, damit Google Inhalte schneller testen lassen kann? Das wird zum Beispiel erklären, dieser lustige Google Ads-Effekt, dass wenn du Google Ads schaltest, also du hast eine Seite, die neu ist, die rankt noch nicht und du schaltest einfach, bis du rankst Google Ads, dann rankt diese Seite in der Regel viel schneller, als würdest du keinen Traffic drauf schicken. Das könnte zum Beispiel eine logische Schlussfolgerung sein. Oder es würde erklären, was passiert ist durch unseren YouTube-Kanal, also was dadurch passiert ist mit unserer Website und unseren Rankings auch in Deutschland. Oder es würde auch erklären, warum SEO-Websites, also Websites, die nur von organischem Traffic leben und dafür erstellt wurden und nicht als Brand agieren mit wirklich einem Content-Marketing-Ökosystem, sondern wirklich nur dieses Traffic abgreifen machen, wieso die häufig so schlecht durch Updates kommen. Und als Handlungsempfehlung, auf jeden Fall, was ich machen werde, ist, ich werde jetzt viel mehr darauf achten, wenn ich Newsletter produziere oder andere Kontaktpunkte aus meinem Content-Ökosystem nutze, dass ich User auf die Webseite schicke. Das heißt, anstatt ich mache einen Newsletter und der Newsletter ist der Inhalt, ist es sinnvoll, den Newsletter so gestalten, dass User auf einen Link klicken und dann mit dieser Seite interagieren, weil wenn ich jetzt einen Newsletter habe mit Fans und die interagieren positiv dann mit dieser URL, dann wird es positive Effekte haben auf meine Rankings. Und bei uns ist es ja so, unser Newsletter funktioniert genau so und der wird auch wieder erklären, wieso es so ist, wenn wir Traffic auf eine neue Seite schicken über den Newsletter, wieso dann diese URL relativ schnell auch für schwierige Keywords anfängt zu ranken. Also als Beispiel, aber nur als kleines Beispiel, ich habe gerade ja im Newsletter was geteilt über die beliebtesten, meine Lieblings-SEO-Blogs und dieser Artikel hat gerankt für SEO-Blogs, bla bla bla, aber es hat überraschenderweise hat der Artikel nicht gerankt für SEO-Blog, dann habe ich Traffic draufgeschickt über ein Newsletter, bam, auf einmal fangen wir an zu ranken für SEO-Blog. Und es kann jetzt total zufällig sein und Korrelation impliziert nicht Kausalität, aber es ist doch aus meiner Sicht sehr auffällig, der Timeframe. Und Google Clickstream wird für ganz viele Sachen genutzt, also jetzt nicht nur die Sachen, die ich jetzt theorized habe, sondern Google verwendet es zum Beispiel dafür, um zu bestimmen, welche Backlinks und welche internen Links zählen. Google verwendet es, um Signale zu gewichten für gewisse Situationen, welche Content-Formate in den SERPs angezeigt werden sollen, Videos, Bilder etc., Themen, die gerade trending sein, das heißt, dass sie schnell reagieren können, wenn es irgendein neues, großes Thema in irgendwas gibt und darauf dann schnell, also das dann schnell in die SERPs pushen können und vielleicht verwenden sie es auch, um einen 3D-Blick auf Marken zu kriegen. Und damit sind wir durch mit dem Thema Google Leak Content Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es versucht, nicht nur, okay, das steht im Leak, bla 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 bla, sondern wirklich es runterzubrechen auf Handlungsempfehlungen und Funktionsweisen. Ich hoffe, das hat ein bisschen funktioniert. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.